Hallo zusammen, ich hoffe euch geht's gut. Heute wieder mit einem weiteren Video aus meinem Garten. Ich möchte euch heute die Satsuma-Mandarine vorstellen. Ist ein Neuzugang, den ich vor ein paar Tagen erhalten habe. Man sieht hier, der Wurzelballen ist noch eingepackt. Wie man diese Pflanze hier zurückschneidet, sodass sie wieder gesund und neu austreibt und was ich mit ihr vorhabe, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso kauft man eine Pflanze, eine Topfpflanze kurz vorm Winter? Ganz einfach, weil die Preise deutlich günstiger sind. Ihr müsst euch mal an die Portale wenden, an die ganzen Online-Shops. Die haben zum Teil bis zu 50% Rabatt auf das komplette Sortiment. Das ist natürlich einiges an Geld, das ihr sparen könnt. Ihr müsst natürlich aber auch ein entsprechendes Winterquartier für die Pflanzen haben. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Und ja, sonst könnt ihr natürlich auch im Frühjahr alternativ die Pflanzen kaufen. Allerdings werden sie dort dann auf jeden Fall ein Stückchen teurer sein. Es handelt sich hier um eine Satsuma-Mandarine, eine ganz besondere Mandarinenart. Man sieht, es ist schon reichlich Fruchtbehang hier da. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, ich habe mir gehofft, dass sie besser aussieht. Ja, es ist jetzt nicht die Schönheit unter den Pflanzen. Ganz klar, ich muss hier auf jeden Fall ordentlich zurückschneiden, sodass die Pflanze im Frühjahr oder vielleicht jetzt auch schon über den Winter im Winterquartier ordentlich neu austreibt und viele Verästelungen und stabile Äste bildet. Die Satsuma-Mandarine ist anscheinend bis -8 Grad winterhart. Ist eine sehr interessante Pflanze. Ich habe auch einiges mit ihr vor. Ich kann schon ein bisschen etwas spoilern für euch alle. Und zwar werde ich diese Pflanze auspflanzen im Freien. Also bei mir im Garten wirklich ins Freie auspflanzen und schauen, wächst hier die Satsuma-Mandarine. In Süddeutschland oder auch in der Schweiz, in Österreich ist es möglich, diese Mandarine zu halten als Freilandpflanze und wenn ja, wie die Pflege hier sein wird. Und ich halte euch natürlich mit regelmäßigen Updates hier auf dem Laufenden, wie es der Satsuma geht. Allerdings werde ich sie erst im Frühjahr einpflanzen. Was wir hier jetzt als nächstes machen ist, wir werden die Satsuma zurückschneiden, einen ordentlichen Verjüngungsschnitt. Das Ziel hierbei ist, dass es hier unten eine schöne Krone gibt. Hier sollte eigentlich das Ziel sein, dass hier 3 bis 4 seitliche Triebe rauskommen, die sehr stabil wachsen, die als Grundlage für eine schöne Krone dienen. Hier ist das alles etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich werde hier auf jeden Fall leider Gottes den oberen Ast abnehmen, diesen Ast genauso. Und ja, ich komme zurück, wenn ich soweit bin. Und den Topfballen hier, den müssen wir auf jeden Fall hier auspacken aus der Folie. Ist für den Versand ganz geschickt gewesen. Schützt etwas vor Frost und natürlich auch vor dem Austrocknen. Allerdings, wenn die Folie zu lang dran ist, dann faulen die Wurzeln. Die muss auf jeden Fall weg. Ich habe hier einen Topf, ich habe meine Spezialerde, die ich zusammengemischt habe, und wir sehen uns gleich wieder. So, der Schnitt ist vollglückt. Ich weiß, es sieht etwas traurig aus, aber glaubt es mir, je stärker ihr die Zitruspflanzen zurückschneidet, umso dankbarer werden sie im Frühjahr sein. Sie werden auf jeden Fall bei entsprechender Überwinterung wieder ordentlich austreiben. Man sieht hier unten auch, die Gärtnerei hat hier schon Äste abgeschnitten, vielleicht auch für den Transport. Es ist etwas schade, denn sonst wäre die Satsuma hier noch etwas buschiger. Hier zum Schnitt. Ich empfehle euch, schneidet immer ca. einen halben Zentimeter überhalb der nächsten Knospe ab. Hier sieht man es. Und ganz wichtig, ja, wenn ihr hier abschneidet, dann bedeutet das, der nächste Ast, der rauskommt, wächst auch in diese Richtung. Und das ist ganz wichtig für die Bildung einer ordentlichen Krone. Und so könnt ihr nachher eine sehr schöne Krone bilden mit einem Verjüngungsschnitt. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, wie die Satsuma im Frühjahr aussieht. Ob sie jetzt im Winterquartier überhaupt Neutriebe bildet, ist noch ungewiss. Wir
sehen die Satsuma-Mandarine allerspätestens im Frühjahr wieder. Ich packe jetzt noch kurz den Wurzelballen aus, pflanzt diesen in ein neues Gefäß, in neue Erde. Ihr müsst darauf achten, oftmals werden die Pflanzen, vor allen Dingen im Ausland, in richtigen Tonerden gezüchtet, dort einfach ausgebuddelt und so verschickt. Passt also darauf auf, wenn dieser Wurzelballen sehr lehmig, sehr schwer ist, dann spült ihn bitte vorher etwas aus. Ansonsten ist es für die Wurzeln nicht gesund, wenn so ein schwerer Lehmboden die Wurzeln umhüllt. Schaut, dass ihr eine gute durchlässige Erde verwendet. Die könnt ihr euch ganz einfach selber mischen. Dazu werde ich noch ein eigenes Video machen, wie die perfekte oder eine sehr gute Kübelpflanzenerde ausschaut. Für den Anfang könnt ihr natürlich eine hochwertige Kübelpflanzenerde im Baumarkt oder im Gartencenter kaufen. Das tut es für den Anfang auf jeden Fall. So, wie ihr seht, ist mein Wurzelballen auch ja, ein Lehmklumpen sozusagen. Wir werden jetzt diesen Wurzelballen etwas von dieser Lehmerde befreien. Das macht ihr ganz einfach. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr legt diesen ganzen Wurzelballen in Wasser ein, lasst ihn wirklich aufquellen, aufweichen und dann könnt ihr diese Erde entfernen, oder ihr macht es jetzt so in einem trockenen Zustand. Seid dabei etwas vorsichtiger, weil die Wurzeln gern schnell abbrechen. Es macht aber auch überhaupt nichts, wenn ein paar abbrechen, denn das aktiviert die Wurzeln auch, um neu auszutreiben. Und das macht man hier einfach mit der Pflanze. Einfach mit den Fingern rein, etwas schütteln, etwas auflockern und man sieht hier, wie diese Lehmerde abbröselt, und sie ist schon sehr trocken, also hier müssen wir nachher auf jeden Fall sofort nachgießen und die Wurzeln hier tränken. So, hier sehen wir sehr schön die Wurzeln der Satsuma. Sieht alles relativ gut aus. Wie gesagt, die Wurzeln sind etwas trocken, da müssen wir gleich ordentlich gießen. Genau. Und jetzt pflanzen wir die Satsuma wieder in einen ordentlichen Topf mit frischer Erde. Ja, der Topf könnte noch etwas tiefer sein. Ich habe auf die Schnelle leider keinen anderen gefunden. Das macht erstmal nichts. Diese Pflanze wird im Frühjahr sowieso ausgepflanzt. Von dem her, für diese Übergangszeit passt das. Füllen wir das wieder gut auf mit Erde. Zwischendurch immer mal wieder schütteln. So. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind in den letzten Zügen. Das schaut sehr gut aus. Jetzt wird die Satsuma nochmal ordentlich gewässert. Dann kommt sie ab ins Winterquartier. Dort ist es aktuell noch mollig warm. Und ja, das war's für heute. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, gern alles unten in die Kommentarbox rein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.